Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des russischen Landhauses von Black Dog im Maßstab 1:35. So, Dioramenszubehör ist für mich immer besonders interessant, vor allem wenn es Gebäude sind. Die sind für Dioramen doch immer recht interessant und ja, eine schöne Bereicherung. Black Dog ist jetzt auch preislich nicht so teuer, da lohnt es sich immer, sich das mal näher anzuschauen. Solche Landhäuser kann man eigentlich heute auch noch sehen in Osteuropa. Deswegen ist es jetzt zeitlich relativ flexibel einzuordnen. Man kann das eigentlich hernehmen von 1800 bis in die heutige Zeit eigentlich. Es ist jetzt auch kein komplettes Haus, es ist nur so eine Sektion. Das reicht in den meisten Fällen auch. Mir gefällt es sowieso, wenn das immer so ein abgeschnittenes Aussehen hat. Das kann man recht gut auch auf kleinen Dioramen noch unterkriegen dadurch. Die Schachtel öffnet zur Seite hin, da haben wir einmal einen Beutel mit Zubehörteilen und dann die Hausfassade. Hierbei handelt es sich um einen Vollresin-Bausatz. Das kann ein Vor- und ein Nachteil sein. Der Nachteil ist zum Beispiel hier diese dicken Angüsse, dass man die erstmal wegbekommt. Da ist relativ viel Sägen und Schleifen notwendig. Auch die Rückseite ist nicht ganz eben. Da sollte man sich vielleicht irgendwie eine Glasplatte mit einem Schleifpapier beziehen und dann viel Wasser beim Schleifen verwenden oder eine Staubschutzmaske und dann bringt man das schon ganz gut in Form. Ansonsten jetzt Oberflächendetails sind eigentlich recht schön. Holzstruktur ist schön wiedergegeben. Ist hier und da auch ein bisschen was zum Versäubern, wo noch ein bisschen was von der Gussform drin hängt. Und auch ein bisschen Fischhaut hier und da, gerade hier oben. Besonders gefallen mir hier diese Verzierungen und so. Da würde man sich jetzt beim Eigenbau auch ein bisschen schwer tun, glaube ich. Ansonsten ist ja so eine Bretterbude relativ leicht selbst gebaut. Hier an der Seite hat es auch noch ein bisschen Resin, das übergeblieben ist. Das muss man auch noch irgendwie versäubern. Da würde ich mit diversen Skalpellen, Messern und Pfeilen arbeiten, dann bekommt man das auch ganz gut raus. Also im Großen und Ganzen eigentlich schon ganz gut gegossen. Kann man sicherlich besser machen, aber ist schon ganz in Ordnung. Ja, auch das Dach ist schön detailliert. Ich denke, diese Holzmaserung wird später mal eine Ölfarbenwash sehr gut annehmen. Also das ist sicherlich sehr interessant zum Bemalen. Das Gebäude soll im Maßstab 1:35 sein. So von den Dimensionen finde ich das auch ganz in Ordnung. Ich finde nur, dass die Eingangstür ein bisschen groß geraten ist. Ich habe jetzt hier mal eine 1:35er Figur. Ich würde mal sagen, für 1:32 geht die Fassade auf jeden Fall auch noch. Bei 1:35 ist es, glaube ich, auch in Ordnung, solange man hier keine Figur direkt vor die Tür stellt, sondern vielleicht irgendwo an der Seite. Dann ist es auf jeden Fall überzeugend. In dem kleinen Plastikbeutel findet man dann noch diverse Zubehörteile. Hier zum Beispiel die Fensterrahmen. Da ist auch ein bisschen Fischhaut dran, ist aber relativ leicht zu versäubern. Resin ist jetzt auch nicht das härteste Material. Das kann man eigentlich mit einer Klinge ganz gut abkratzen. Ansonsten sind es einfach nur Rahmen ohne irgendwelche besonderen Details. Die werden dann mal später hier so reinkommen. Da empfiehlt es sich vielleicht dann auch hier praktisch diese Fläche irgendwie schwarz zu bemalen oder vielleicht sogar irgendwie mit Papier oder so einen Hintergrund einzukleben oder vielleicht Vorhänge oder was auch immer. Und dann kann man später die Rahmen einkleben, die man vielleicht auch noch mit ein bisschen Folie verglasen könnte, dass es dann realistisch aussieht wie Fensterglas. Das liegt jetzt dem Bausatz zum Beispiel nicht bei, ist aber relativ leicht selbst zu ersetzen. Die zwei Fensterläden gefallen mir sehr gut. Die sind recht schön dekoriert und detailliert, machen doch einiges her. Auf der Rückseite haben wir keine Details, also man kann die jetzt nicht so halb offen, halb geschlossen bauen, sondern entweder ganz zu oder ganz offen. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Ich wüsste jetzt noch nicht irgendwie eine Szene, wo das relevant wäre. Vor die Haustür kommt dann auch noch so ein Brett, möchte ich mal sagen. Das ist
sehr schön detailliert, wunderbare Holzstruktur. Ansonsten ist aber nicht wirklich viel drüber zu sagen. Ja, da wo es gut aussehen muss, sieht es gut aus. Und auf der Rückseite gibt es keine Details. Dem Bausatz liegt auch so ein Holzfass bei. Das ist auf der Verpackung zwar nicht angegeben, ist aber irgendwie trotzdem drin. Das ist eine nette Dreingabe. Unten noch ein recht großer Anguss. Den muss man wieder absägen und abschleifen. Aber darauf steht das Fass dann eh. Und ja, der Rest sieht eigentlich ganz gut aus. Auch hier wieder eine sehr schöne Holzstruktur. Ist sicherlich eine sehr schöne Sache zum Bemalen. Alles in allem ein recht einfacher Bausatz. Gibt es da wirklich viel zu tun. Das meiste dürfte eigentlich die Versäuberung und die Bemalung in Anspruch nehmen. Der Zusammenbau ist aufgrund der geringen Teileanzahl sehr einfach gehalten. Ich hatte jetzt auch schon in der Vergangenheit diverse Resin-Gebäude vor mir liegen und habe sie auch schon gebaut. Da muss ich sagen, was den Guss angeht, kann man sicherlich vieles besser machen. Da ist Black Dog, würde ich mal sagen, doch eher im unteren Mittelfeld anzusiedeln. Es ist doch recht viel noch zu versäubern und auch sehr große Angüsse, die man erst mühselig absägen muss und verschleifen. Andererseits ist es dann wieder beim Preis recht attraktiv. Der Bausatz kostet 20 Euro. Das finde ich für das, was man da bekommt, eigentlich ganz angemessen. Ist ja doch eine ganz schöne Menge Resin und die Oberflächendetails, die sind eigentlich durchweg sehr schön. Wie schon anfangs erwähnt, Maßstabsbezeichnung mit 1:35 finde ich ist nicht ganz passend. Das ist schon eher 1:32. Man meint immer, das macht nicht viel Unterschied, aber wenn man dann so eine 1:32er Figur neben eine 1:35er legt, dann sieht man schon, dass da ja, ein Kopf Unterschied ist. Und das würde hier eigentlich ganz gut hinkommen. Trotzdem ein schöner Bausatz und ein schönes Gebäude, das werde ich sicherlich mal auf dem Diorama verwenden. Es braucht nicht viel Platz, es passt schön in eine Ecke rein, finde ich, ist universell einsetzbar, also rundum eine feine Sache. Soviel zu dem Bausatz, ich hoffe euch hat es gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.